und Bewusstseinslehrer Frank Kinslow, der aus einem eher naturwissenschaftlichen Hintergrund stammt. Der war Biochemiker, hat sich dann zum Chiropraktor ausbilden lassen und hat eine sehr effektive Heilmethode entwickelt, die er Quantum Entrainment nennt. Er ist der einzige Lehrende von Quantum Entrainment soweit. Also wenn Ihnen irgendwo Quantum Entrainment begegnet und es steht nicht Frank Kinslow darunter oder dahinter, dann möglicherweise Vorsicht. Frank Kinslow wird einen Vortrag halten, der gleich mit einer Übung beginnt. Bitte begrüßen Sie ihn. Frank Kinslow. Thank you. Thank you, Tom. Take your index finger. Nehmen Sie doch mal Ihren Zeigefinger. Place it right in the middle of your forehead. Und legen Sie ihn sich mitten auf die Stirn. Now pay attention to everything that you feel where your finger meets your forehead. Und jetzt achten Sie mal auf alles, was Sie wahrnehmen, an der Stelle, wo Ihr Finger Ihre Stirn berührt. Is your finger warm or is your forehead warmer? Ist Ihr Finger warm oder ist Ihre Stirn wärmer? Is the skin dry? Is it moist? Ist die Haut trocken? Ist sie feucht? Everything that you can feel, be aware of where your finger meets your forehead. Achten Sie einmal auf alles, was Sie spüren können, an der Stelle, wo Ihr Finger auf Ihre Stirn stößt. And relax, drop your Und finger. jetzt können Sie die Hand wieder sinken lassen. Now what just happened here? Was ist hier jetzt gerade passiert? We were an auditorium filled with individuals having individual thoughts. Wir sind ja ein ganzes Publikum gewesen, wo jedem so seine eigenen Gedanken durch den Kopf gehen. And within just a few seconds, as an individual, we became centered within ourselves. Und es dauerte nur Sekunden und wir sind als Individuum auf einmal zentriert geworden in unser eigenes Inneres. And as a group, we came together. Und dann sind wir auch als Gruppe zusammengekommen One purpose, one focus. und hatten nur eine Ausrichtung, eine Zielrichtung. All we did was take our common consciousness and focus it on a single point. Alles, was wir dabei taten, das war, dass wir unser generelles Bewusstsein fokussiert haben auf einen Punkt. And their whole psychology and physiology changed. Und schon hat sich unsere ganze Psychologie und Physiologie verändert. Anybody notice that now that their body is a little more relaxed? Let me see. Ist jemandem aufgefallen, dass er jetzt etwas entspannter ist körperlich? Zeigen Sie mal auf. The mind a little more at peace? Ja, der Geist hat etwas mehr Frieden. Excellent. Prima. Just a simple little exercise. Nur so eine simple kleine Übung. It shows us that, in fact, a focused awareness can have an effect on body and mind. Die uns zeigt, dass fokussierte Aufmerksamkeit wirklich sich auswirken kann auf Körper und Geist. Now, I think as an audience you've been pretty lazy so far. Und ich denke, Sie sind ganz schön faul gewesen bis jetzt als Publikum. But I'm going to start involving you in the interaction here. Aber ich werde Sie jetzt mal einbeziehen in die Interaktion hier. I'm going to put you to work. Und ich lasse Sie mal arbeiten. Now that's a German audience who wants to go to work. Das ist ein deutsches Publikum, das will die Ärmel hochkrempeln und los geht's. The United States, we'd have people filing out, I'm not working on Sunday. In den Vereinigten Staaten, da würden die Leute Schlange stehen in Richtung Ausgang. Am Sonntag arbeiten ich? Nee. I'm going to start out working your mind a little bit with this question. Und zwar werde ich Sie gedanklich mal etwas ans Arbeiten bringen mit der folgenden Frage. What is more vital to you than anything else in the world? What do you need
more than anything for life to be vibrant? Was ist für Sie von zentralerer Bedeutung als alles andere auf der Welt, damit Ihr Leben wirklich lebenssprühend ist? What do we have? Was brauchen Sie dazu? Freude, joy, they're saying? What? Joy, people are saying? Joy? Joy? Somebody Okay. said love, Yeah, love, Liebe, family, Consciousness, Bewusstsein, Bewusstsein, okay. Musik, Music, Music, yes. Gesundheit, Health, health. No, I'm translating. We go this way. Sorry. just confirming what you said. Good. Yes. Ja, To us, these things are all important. das sind alles Dinge, die für uns wichtig sind. Health, family, love, joy, job. Gesundheit, Liebe, die Familie, unser Job. But for me, the most important thing is awareness. Aber für mich ist das Allerwichtigste das Gewahrsein. Because if I am unaware, I have none of these other things. Die Aufmerksamkeit, denn wenn ich keine Aufmerksamkeit habe, dann habe ich ja nichts von all dem anderen. We go through life in a kind of one thing after another mode. Wir gehen durch das Leben und sind sozusagen in dem Modus eine Sache nach der anderen. Mark Twain, or Samuel Clemens from the United States, the early 1900s, Mark Twain oder Samuel Clemens aus den Vereinigten Staaten, Anfang des 19. Jahrhunderts, at the end of his life was being interviewed by a cub reporter. wurde mal interviewt gegen Ende seines Lebens von einem Reporter. And the reporter asked him, Mr. Twain, what is the meaning of life? Und der Reporter fragte ihn, Herr Twain, was ist der Sinn des Lebens? And he said, why, son, Und er sagte, warum Sohn? it's just one damn thing after another. Es ist einfach nur eine verdammte Geschichte nach der anderen. And that seems to sum it up. Life just seems to be, I want to go to school, I'm going to have a family, I'm going to buy a house, and so on, and then... Und das scheint es auf den Punkt zu bringen, ne? Nach dem Motto, ich gehe in die Schule und dann gründe ich eine Familie, dann kaufe ich mir ein Haus und dann we die. sterben wir. Pretty cheery fellow, aren't I? Ich drücke reichlich auf die Tränendrüse, oder? There has to be more to life than one thing after another. Es muss noch mehr sein am Leben, als einfach nur eine Sache nach der anderen. Just a moment ago, we just paid attention to our finger on our forehead, and the quality of our life changed. Vor einem Moment haben wir uns nur konzentriert auf unsere Fingerspitze, auf der Stirn, und die Qualität unseres Lebens hat sich verändert. That is just the tip of the iceberg. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Us human beings have built within us a power so incredibly great that, well, life as we know it would transform to something that we couldn't conceive if we were to use this power. Wir tragen als Menschen eine Kraft in uns, die so groß ist, die wir uns gar nicht vorstellen könnten, wenn wir die voll und ganz umwandeln würden in etwas vollkommen unvorstellbar wäre. Now I'm sure you have heard that message 1,000 times before. Und ich bin sicher, diese Botschaft haben Sie schon 1000-mal gehört. And yet still in your life not been able to break free of this one thing after another. Und dennoch haben Sie es nicht geschafft, sich in Ihrem Leben frei zu machen von dieser Sache mit eines nach dem anderen. That is more than likely the cause of the inability to experience that quiet lake of pure awareness that is waiting for you. Und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Grund dafür, warum Sie nicht fähig sind, diesen stillen See ruhigen Gewahrseins zu erfahren, der da in Ihnen ist. You, as a human being, one that's sitting upright and paying attention to me, Sie als Menschen, die jetzt kerzengerade da sitzen und auf mich hören, have all the qualifications necessary to be free, healthy, harmonious
and full of healing. Tragen das komplette Potenzial in sich dafür, frei zu sein, gesund, harmonisch und vollkommen frei von jedem Bedarf an Heilung. If you have everything, if you brought it with you, then it should be readily available, yes? Und wenn Sie doch alles schon mitgebracht haben, dann dürften Sie doch ohne weiteres den Zugriff haben darauf, oder? And in fact, we will find in the next few minutes that we spend together that this is true. Und wir werden de facto in unseren nächsten Minuten miteinander auch herausfinden, dass das stimmt. That experiencing that well of pure awareness within you is simple, easy, and takes no preparation whatsoever. Dass diese Quelle reinen Gewahrseins in sich selbst zu erfahren ganz einfach ist, ganz unproblematisch und überhaupt keine Anstrengung bedarf. And from there, Und von dort aus it's naturally expressed in our lives as healing, health, harmony, and love. drückt sich das dann ganz natürlich aus als Heilung, Gesundheit, Harmonie und Liebe. What do you think? Is that something we want to work towards in the next few minutes? Was meinen Sie? Ist das was, worauf wir hinarbeiten sollen in den nächsten Minuten? Well, I'm sorry to hear that because I'm kind of in the mood for some Kuchen and coffee now. No? Oh, tut mir leid, das zu hören. Ja, Ich bin okay. richtig in Stimmung für ein bisschen Kaffee und Kuchen, aber gut. We start with something very simple. We're going to expand on the common consciousness just a little bit and do another experiment, okay? Wir fangen mal mit etwas ganz Simplem an. Wir erzählen mal noch ein bisschen was zum generellen Bewusstsein und dann machen wir ein kleines Experiment, okay? If you look at the bottom of your wrist, you'll notice that you have a little crease there. Wenn Sie sich mal Ihr Handgelenk anschauen, werden Sie merken, Sie haben da so eine kleine Falte. It helps in the bending of the hand. Und die hilft dabei, dass Sie die Hand abknicken können. And what a miracle, if you look at the other hand, you'll see you have one there too, as Und well. was für ein Wunder, Sie gucken die andere Hand an und siehe da ist auch so eine Falte. Now watch me, I want to do this completely first, and then I'll talk you through it. Und jetzt beobachten Sie erst einmal mich, ich mache es mal komplett vor und dann werde ich Sie anleiten. I'm going to take one crease Ich nehme jetzt eine Falte and line it perfectly up with the other, und bringe die perfekt auf eine Linie mit der anderen. roll it in together and bring my hands up in front of me like thus. Und dann falte ich die Hände zusammen und bringe die so vor mich in die Höhe. And I'm going to look at the two middle fingers. Und dann schaue ich mir die beiden Mittelfinger an. Don't do this yet. Noch just nicht wait. mitmachen, warten Sie erstmal. And I'm going to see that, oh my goodness, my right hand, the finger here is short. Und dann sehe ich, ach du meine Güte, auf der rechten Hand ist der Finger ja kürzer. Okay? Now, I'll talk you through this process. Okay, ich werde Ihnen jetzt Schritt für Schritt die Anweisung geben. Find two creases Okay, suchen Sie sich die beiden Knickstellen, die beiden Falten. and line one right up over the other exactly. Und die bringen Sie jetzt fein, säuberlich übereinander. Bring the hands up together. Don't Die move your Hände gehen hands. zusammen. Bewegen Sie nicht die Hände dabei. Once they're together, just look at the two middle fingers. Und sobald die zusammen sind, schauen Sie sich einfach die beiden Mittelfinger an. Don't move them. Keep Nicht them bewegen, still. halten Sie sie still. And one finger will be shorter than the other Und ein Finger wird kürzer sein als der andere. unless you're a troublemaker Es sei denn, Sie stiften gerne Unfrieden and they're even. und die sind jetzt auf gleicher Höhe. If they're even in this experiment, you get to pick either one finger or the other. Wenn die gleich lang sind bei diesem Experiment, dann müssen Sie sich entscheiden. Dann suchen Sie einen oder den anderen Finger aus für das nächste. If one is shorter than the other, you're going to pick the shorter one for this experiment. Und wenn einer kürzer ist als der andere, dann nehmen Sie den kürzeren für das folgende. All right, are we ready? So, sind wir startklar? Drop your hands in your lap. Lassen Sie die Hände wieder sinken auf den Schoß. Do not move your hands for a minute, and I'm going to time you. Und 1 Minute lang Hände jetzt nicht bewegen. Ich werde Ihnen die Zeit vorgeben. I want you to look at the short finger or the finger you have chosen if they were even. Und jetzt gucken Sie sich mal den kurzen Finger an oder den Sie ausgesucht haben, wenn die gleich lang waren. And I want you to just think one time, one quiet thought,
Und dann denken Sie nur einmal im Stillen den Gedanken, this finger will grow longer. dieser Finger wird länger werden. Now, you don't have to think about it at all, just look at that finger and I'm going to time you for 1 minute. Und jetzt brauchen Sie einfach nichts weiter mehr zu machen, als diesen Finger nur anzuschauen und 1 Minute lang geht das weiter und dann gebe ich Ihnen ein Signal. And what an excellent audience you are. You've already gotten 10 seconds done. Oh, ein tolles Publikum. 10 Sekunden sind schon hinter uns. Just looking at that finger. Einfach nur angucken den Finger. You don't have to think anything more about it, just Sie pay brauchen attention. nichts Bestimmtes zu denken dabei, einfach nur auf ihn achten. Simple awareness of the finger. Einfach den Finger im Gewahrsein haben. We have about 20 seconds left. Es bleiben uns noch ungefähr 20 Sekunden. Simply watching the finger, nothing else. Und Sie beobachten einfach den Finger, sonst nichts. All right, you've all done very well. So, gut, ganz prima gemacht. Before you move your hands, let me explain what to do now. So, bevor Sie jetzt die Hände bewegen, erkläre ich mal, was als nächstes kommt. You're going to do exactly as you did before. You are going to roll the 2 hands over the wrist wrinkle there. Und zwar werden Sie wieder genau das machen wie vorher auch, nämlich diese Knickstellen exakt übereinander bringen. Okay, you can do that. Okay, das können Sie jetzt schon mal machen. And oh, Und ha! oh. Ah. So mine's even a little longer. Ah, meiner ist sogar noch ein bisschen länger. One time and only one time, Einmal und nur einmal we did this experiment with noses. haben wir dieses Experiment mit Nasen gemacht. I'm kidding, I'm kidding. War aber jetzt ein Scherz. Okay, surprised? Überrascht? What happened? Was ist da passiert? You simply used your consciousness more effectively than you're used to using it. Sie haben Ihr Bewusstsein einfach nur effektiver eingesetzt, als Sie das gewöhnt sind. And when you do this, Und wenn Sie das tun, things that you don't expect can happen. können Dinge eintreten, die Sie nicht erwartet hätten. Now we're just scratching the surface here, Und wir kitzeln hier nur die Oberfläche. but I want to spend some time now talking about how this works, how we misuse our minds. Aber ich möchte jetzt einmal einige Zeit darauf verwenden, einzugehen darauf, wie das passiert, wie wir unseren Geist missbrauchen. And then something that we can do to actually stop using the mind. Und dann soll es um etwas gehen, was wir tun können, um tatsächlich aufzuhören, den Geist zu benutzen, And then see how life changes for us. um uns dann anzuschauen, wie das Leben sich ändert für uns. There are 2 words, consciousness and awareness. Es gibt nun 2 Worte, Bewusstsein oder Gewahrsein, Aufmerksamkeit könnte man auch sagen im Deutschen. Most people use these words interchangeably. Und die meisten benutzen diese Worte so, als seien sie austauschbar. I separate them because we get confused if we do this, if we combine the 2. Ich trenne sie voneinander, weil ansonsten Verwirrung entsteht, wenn wir die vermischen. What we use in everyday life I call common consciousness. Und was wir so im Alltagsleben benutzen, das nenne ich so das allgemeine Bewusstsein. If I look at a flower, I see the flower in my mind. Wenn ich eine Blume anschaue, dann sehe ich diese Blume da in meinem Kopf drin. And then when I go and look at something else, like a person, I forget the flower. Und wenn ich dann mich etwas anderem zuwende, etwa einer Person, vergesse ich die Blume wieder. And my mind is totally engrossed in this. Und dann versenkt sich mein Geist vollkommen darin. And I do that all my life Und das mache ich mein Leben lang
without anchoring into something that I call awareness. Ohne Verankerung in etwas, was ich Gewahrsein nenne. Or to be more exact, pure awareness. Oder, um noch genauer zu sein, reines Gewahrsein. Common consciousness, pure awareness. Also das allgemeine, das alltägliche Bewusstsein und das reine Gewahrsein. Now here's an easy way to understand the difference. Den Unterschied kann man jetzt ganz leicht verstehen. I have here in my hand a flashlight. Ich habe hier in der Hand eine Taschenlampe. Okay? We're going to turn, this is an imaginary thing, so let's not turn the lights out. Also bitte nicht das Licht ausmachen, das ist jetzt rein imaginär. Imagine that we turned out the lights and it was totally dark in here. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden das Licht jetzt ausmachen und es ist vollkommen dunkel hier drin. And I have my flashlight and I shine my flashlight on the plant. Und ich habe meine Taschenlampe und ihren Strahl lasse ich auf die Pflanze fallen, On the podium auf das Podium and the chart. und auf diese Anschlagtafel hier. Plant, podium, chart. Also Pflanze, Podium, Tafel. Now as I shine that light on there, everybody's consciousness will be on the plant because nothing else is lit up, right? Und wenn ich den Strahl der Taschenlampe jetzt auf die Pflanze richte, sind alle mit ihrer Aufmerksamkeit dort, weil sonst ist ja nichts anderes beleuchtet, richtig? Then when I shine it on the podium, everybody's awareness goes to the podium, the plant's forgotten. Wenn das Licht auf das Podium fällt, dann geht die ganze Aufmerksamkeit auf das Podium, die Pflanze gerät in Vergessenheit. The podium is forgotten when the chart is illuminated. Und das Podium wird dann auch wieder vergessen, sobald hier die Tafel beleuchtet ist. You heard the speaker before me, Lynn McTaggart, say Sie haben ja gehört, wie meine Vorrednerin Lynn McTaggart sagte, that it appears that time and space is our own creation. dass es den Anschein erweckt, als seien Zeit und Raum von uns selbst geschaffen. And we might say, how did I create time and space? Und wir sagen uns vielleicht, wenn wir das hören, wie habe ich das angestellt, Zeit und Raum zu erschaffen? Well, we just did it with a dark room and a flashlight. Nun, wir haben es gerade getan mit einem dunklen Raum und einer Taschenlampe. The mind that works in common consciousness has created time and space. Der Geist, der auf der Ebene des alltäglichen Bewusstseins funktioniert, hat sich Zeit und Raum geschaffen. And the earmark of that mind locked in time and space Und das Kennzeichen dieses Geistes, der feststeckt in Raum und Zeit, is suffering. ist das Leiden. We'll come back to that. Und auf den Punkt kommen wir später noch. But let's see, how did we create time and space with a flashlight? Aber schauen wir uns mal an, wie wir das gemacht haben, Zeit und Raum mit einer Taschenlampe zu erschaffen. When I'm shining the light on the flower, our awareness is on the flower. Wenn ich das Licht auf die Pflanze fallen lasse, dann ist unsere Aufmerksamkeit dort, Then the podium. dann das Podium. Well, wait a minute. Now the mind says, first was the flower, then was the podium, Aber Moment, jetzt sagt unser Geist, zuerst war da die Blume und dann das Podium then the chart. und dann die Tafel. The mind says that the flower's over there, the podium's here, and the chart's there. Und unser Geist sagt uns, die Blume ist da drüben, das Podium ist da und da auf der anderen Seite, da ist die Tafel. Space. Raum. Huh? Over there. Hier und da drüben. How's the time get involved in this? Wie kommt jetzt die Zeit ins Spiel? Einstein certainly introduced us to the idea that time and space do not exist separately, they are one. So. Einstein hat uns ja mit der Idee vertraut gemacht, dass Zeit und Raum nicht getrennt voneinander existieren, sondern eines sind. And we call it space-time. Und wir sprechen von Raumzeit. Because when we looked at this and then we looked at that, Denn wenn wir uns das angeschaut haben und danach jenes, it took time to go from one to the other, didn't it? nahm es ja Zeit in Anspruch, von einem zum anderen fortzuschreiten, oder? Maybe a second to the podium and then a second to the chart. We have a 2-second time and maybe I can't do it in meters, probably a 50-foot space. Und wir haben also vielleicht eine Sekunde Zeit gehabt, die verstrichen ist beim Sprung von der Pflanze zum Podium und dann nochmal eine Sekunde zur Tafel. Und wir haben Raum überwunden. Also ich kann das nicht sagen, wie viel es in Meter ist, aber so und so viel Meter. The common mind, locked in time and space,
Der alltägliche Geist, der also feststeckt in Raum und Zeit, has no choice but to go from one thing to the next to the next. der darin eingesperrt ist, dem bleibt ja keine andere Wahl, als von einem zum anderen fortzuschreiten. Locked in space-time and suffering. Er ist also eingesperrt in der Raumzeit und im Leiden. Now remember, the lights are out in here and we're just shining it on each item. Denken Sie daran, das Licht ist jetzt aus überall und es fällt lediglich auf diese einzelnen Artikel. Okay, now imagine that we turn the lights back on. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir machen das Licht wieder an. Sitting there, can you become aware of all three objects at the same time? Wenn Sie jetzt so da sitzen, können Sie da alle drei Objekte gleichzeitig wahrnehmen? You just destroyed space-time. Dann haben Sie damit gerade die Raumzeit zerstört. They existed there all the time when the lights were out, but we could only become aware of one at a time. Sie haben die ganze Zeit über existiert, auch als das Licht aus war. Nur an dem Punkt konnten wir jeweils nur eines wahrnehmen. Turn the lights on, Und kaum geht das Licht an, they're all here, sind sie alle hier. and so there really is, even though we can see a distance between them, we see them all at the same space-time, all in the same space at the same time. Und obwohl ein Abstand zwischen ihnen ist, können wir sie alle gleichzeitig sehen, in derselben Raumzeit. Turning the lights on is like experiencing pure awareness. Das Licht anzumachen, das ist jetzt, als würden wir reines Gewahrsein erfahren And then living our lives. und dann unser Leben führen. Maybe you've heard of the divine witness or the observer, one who is detached from life as it goes by. Vielleicht haben Sie schon mal etwas von dem göttlichen Zeugen gehört oder von dem Beobachter, der mit innerem Abstand beobachtet, wie das Leben so läuft. Have you heard of that? Schon mal gehört? It's a spiritual state Das ist ein spiritueller Zustand, that relieves suffering der and replaces it with peace. das Leiden lindert und Frieden an seine Stelle treten lässt. We're not only going to talk about that, we're going to experience that. Und darüber werden wir jetzt nicht nur reden, sondern wir werden es erfahren. But we have a little ways to go, so let me move on. Aber bis dahin steht uns noch eine kleine Reise bevor, also mache ich erstmal weiter. A little explanation about creation. How's that? Let's take on this whole thing about creation today. Erstmal noch eine kurze Erklärung zur Schöpfung. Nehmen wir uns mal diesen ganzen Punkt mit der Schöpfung vor heute. This is what I call the material, M-E-T-E-R-I-A-L. Spelling is great. Okay. The material model. So, das nenne ich also das materielle Modell. You are sitting in Sie sitzen a chair, yes? auf einem Stuhl, richtig? Now I'm going to label this, Und ich werde das jetzt mal beschriften. even though my artwork is superb. Obwohl meine Zeichnung ja sowas von klasse ist. It's just safer if you know that's a chair. Nur zur Sicherheit, dass Sie auch wissen, das ist ein Stuhl. At the end, for some lucky person, I'll sign this, and like a Van Gogh, it'll be worth something. Und später wird das dann sein, dass ich das noch signiere und irgendein Glücklicher, der kriegt das dann so quasi als Van Gogh-Ersatz. Is there... I could be Van Gogh. Ich könnte doch Van Gogh sein. Let's talk about everything in creation, every created thing. Kommen wir jetzt einmal zu sprechen auf alles, was in der Schöpfung existiert, alles Geschaffene. Every created thing has two aspects. Alles Geschaffene hat zwei Aspekte, It has its form nämlich seine Form and it has energy. und Energie. Okay. The chair you're sitting in is energy in the form of a chair. Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, ist Energie in Form eines Stuhles. What is your chair made of? Woraus besteht Ihr Stuhl? Molecules. I'm going to label that too. Aus Molekülen. Das beschrifte ich auch besser mal. Chair's made of molecules, right? Also der Stuhl besteht aus Molekülen, ja? It's a molecule. Soll ein Molekül sein. Molecules are made of Moleküle bestehen aus atoms, yes? Atomen. Ja?
Of course, they don't look like this. We know that now, but So that sehen die represents our natürlich atoms. nicht aus, das wissen wir mittlerweile, aber das soll die Atome darstellen. Atoms are made of, we know, Und Atome bestehen aus, wie wir wissen, subatomic particles. subatomaren Teilchen. And subatomic particles are made of the basic unit of the universe, Und die subatomaren Teilchen wiederum bestehen aus der Grundeinheit des Universums, the wave. nämlich der Welle. Oh, and for those of you who are interested in quantum mechanics and have heard this thing called 0 point, Und wer sich jetzt für Quantenmechanik interessiert und schon mal von diesem sogenannten Nullpunkt gehört hat, vacuum state is another name for it, or ground state. der Vakuumzustand auch genannt oder der Grundzustand, That's right there. der befindet sich genau da. Let's put 0 in there. Ich schreibe mal 0 da dran. Okay. All right. There we go. So, So, das hätten wir. I'm going to make a statement here. This is one of the laws of the universe. Und jetzt werde ich mal eine Aussage treffen zu einem der Gesetze des Universums. This comes free with your admission to the Congress. Und das kriegen Sie gratis mitgeliefert bei Ihrer Anmeldung sozusagen zum Kongress. Each finer level of creation exhibits more order and more energy. Jede feinere Ebene der Schöpfung legt mehr Ordnung an den Tag und mehr Energie. So the chair you're sitting in is keeping your backside off the floor, yes? Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, der sorgt also dafür, dass Sie mit dem Hintern vom Boden wegbleiben, richtig? Backside. Say it. Hintern. Backside. Okay. The chair is exhibiting energy to hold you up. Das heißt, der Stuhl wendet Energie auf, um Sie hochzuhalten. But if what I just said is true about each finer level having more energy, Aber wenn das, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass eine Ebene, je feiner sie ist, mehr Energie enthält, then if we could go to the molecular level, we should be able to release more energy than on the gross physical level. dann müssten wir auf der molekularen Ebene ja mehr Energie freisetzen können als auf der groben physischen Ebene. Well, is that true? If we were able to rearrange the molecules, would we release more energy? Stimmt das? Wenn wir die Moleküle umarrangieren würden, könnten wir dann mehr Energie freisetzen? We have some very smart people out Oh, there. wir haben ganz schön clevere Leute hier. If we were to rearrange the molecules by burning the chair, we would release huge amounts of energy in form of heat and light. Wenn wir die Energie des Stuhles jetzt verändern würden, indem wir den Stuhl verbrennen, dann würden wir enorm viel mehr Energie freisetzen in Form von Licht und Wärme. If we could split the atom of the chair, even more energy. Wenn wir die Atome im Stuhl spalten könnten, dann würde noch mehr Energie involviert sein. And so it goes. If we had the subatomic particles have more energy than the atomic particles. Und so geht es dann weiter mit den Atoms. subatomaren Teilchen, die haben wiederum mehr Energie als die Atome. The basic level of the wave is very powerful. Bruce Lipton cited 100 times more powerful than doing therapy on the level of the gross senses. Und diese elementare Einheit des Universums, die Wellen, sind also laut Bruce Lipton 100-mal so wirkungsvoll, wie wenn man also grobstoffliche Einwirkungen hat. I think that in fact it's much more than that. Und ich selber denke, de facto ist es noch viel mehr als das. And this is the realm of energy healing here. Und hier befassen wir uns schon mit dem Gebiet der Energieheilung. Now let me mention at this point, and we're going to be talking about quantum entrainment. Ich werde also an diesem Punkt einmal erwähnen, und wir sprechen gleich von Quantenverschränkung And healing, und Heilung. but it's good to understand where healing comes from, and it doesn't come from energy. Aber erst einmal ist es gut zu verstehen, woher Heilung herrührt. Und das ist nicht Energie. Energy from this level or 0 point is still, it's changeable. Energie von dieser Ebene her, vom Nullpunkt her, ist noch veränderbar. And very powerful, yes. Und durchaus sehr kraftvoll, ja.
But there is a field, it's not a field, it's just a simple existence Aber da kommt ein Feld, eigentlich gar kein Feld, sondern simpel eine Existenz, that I call pure awareness, die ich reines Gewahrsein nenne, from which every created thing has come, von wo alles Geschaffene hergekommen ist. Anybody heard the name David Bohm? Hat jemand schon mal den Namen David Bohm gehört? Yeah. David Bohm. Einstein called him his intellectual son. Einstein hat ihn als intellektuellen Sohn von sich bezeichnet. He called this area of pure awareness implicate order, Und er sprach von implizierter Ordnung not to be confused with the 0 point or vacuum state. im Hinblick auf diese Region. Nicht zu verwechseln mit dem Nullpunkt oder Vakuumzustand. What are the characteristics of implicate order or pure awareness? Was charakterisiert jetzt diese implizite Ordnung oder dieses Gewahrsein? It has none. Es hat nichts davon. It has none. It is not an energy. Es ist keine Energie. Energy is a wave. It has its up and its down, you know. Energie ist eine Welle, die ihre Täler und ihre Höhen hat. It has movements. Und This is Bewegung findet sich dort, aber hier nichts von alledem. When we become aware of pure awareness, Wenn wir uns des reinen Gewahrseins gewahr werden, when in this dark world moving through it with only a flashlight, wenn es dazu kommt, dass in dieser dunklen Welt, durch die wir nur mit unserer Taschenlampe gehen, we turn on the light of pure awareness, dass wir das Licht reinen Bewusstseins, reinen Gewahrseins anschalten, then order is created throughout our entire universe. dann entsteht Ordnung durch unser ganzes Universum hindurch. And we can do marvelous things with that. Und damit können wir die wunderbarsten Sachen anstellen. And we'll be doing that a little bit later. I'll demonstrate that for you. Und genau das werden wir etwas später auch noch machen. Ich demonstriere das dann. But I think I've talked enough for right now. Aber ich denke, jetzt habe ich erst einmal genug geredet. It's not fair that I do all the work. Ist auch nicht fair, dass immer ich nur hier arbeiten muss. Roll up your sleeves, we're going to do another Und von exercise. daher krempeln Sie die Ärmel hoch. Wir machen eine weitere Übung. Yeah, Ja, nobody left. I'm proud. I'm very happy. keiner ist rausgegangen. Ich bin stolz. Macht mich ja richtig froh. Now, in this exercise, we're going to close our eyes for just a few seconds at first, then we'll repeat it and we'll do it for a couple of minutes. So just make yourself comfortable. Bei dieser Übung werden wir vorher erst einmal ein paar Sekunden die Augen schließen, dann wiederholen wir das nochmal. I'm going to ask you, not yet, but I'm going to ask you to close your eyes in a moment. Machen Sie sich's bequem. Ich werde Sie gleich, noch nicht, aber gleich bitten, die Augen zu schließen. And when you do, just follow along with my instruction. Und danach folgen Sie einfach meinen Anweisungen. As part of that instruction, I'm going to ask you to do something. When you do that, stop and pay attention to exactly what is going on in your mind at that time. Und zu dieser Anweisung wird die gehören, dass Sie an einem bestimmten Punkt innehalten sollen und einfach einmal genau wahrnehmen, was Ihnen durch den Kopf geht. Okay, ready? Okay, sind Sie soweit? Let's close our eyes. Schließen wir die Augen. And I want you to just pay attention to what you're thinking. Und ich möchte, dass Sie jetzt einfach mal achten auf das, was Sie denken. Whatever you're thinking, Was Ihnen auch durch den Kopf geht, just watch those thoughts. beobachten Sie es einfach. Now, Und jetzt I want you to ask yourself this question. möchte ich, dass Sie sich einmal folgende Frage stellen. Just think it quietly in your mind. Denken Sie sie einfach im Stillen. And when you ask the question, stop, wait to see what happens. Und wenn Sie die Frage stellen, halten Sie inne und warten Sie ab, was dann geschieht. Ask yourself this question. Fragen Sie sich Folgendes. Where will my next thought come from? Woher wird mein nächster Gedanke kommen? And let's open our eyes. Und machen wir die Augen auf. Now,
as soon as you ask yourself that question, what happened in your mind? Nun, sobald Sie diese Frage gestellt hatten, was ist da in Ihrem Kopf passiert? Nothing? Nothing. Nichts? Nothing. Repetition of the question, Wiederholung der Frage. Before the repetition of the question, Vor der Wiederholung der Frage? nothing. Nichts. How many experienced that little break in Wie the viele haben thinking? diese kleine Lücke im Denken erfahren? Yeah. I'm learning German. Ah, ich lerne Deutsch. Ja. Das ist gut. Thinking. In life, we miss the gap. The gap is there between every thought. Und bei unserem Denken im Alltag entgeht uns diese Kluft, dieser Zwischenraum zwischen jedem Gedanken. The mind doesn't care about nothing. It just likes to go on from one thing to another. Unserem Kopf ist nichts egal, es macht einfach immer nur weiter und schreitet vom einen zum anderen fort. All of a sudden, we Plötzlich experienced a gap where there were no thoughts. haben wir da diese Lücke erfahren, die ohne Gedanken war. How many of you have heard that it takes years of arduous study and practice Wie viele von Ihnen haben gehört, dass man jahrelang hart üben und das praktizieren müsste, to clear your mind of thoughts? den Geist frei zu machen von Gedanken? How long did it take? 10 seconds? Und wie lange hat das gebraucht? 10 Sekunden? If you try, you're using your mind, Wenn Sie es versuchen, dann setzen Sie Ihren Kopf ein. then how is your mind going to stop having thoughts? Aber wie soll der Kopf dann aufhören, damit Gedanken zu haben? No wonder it takes years. Kein Wunder, dass das Jahre dauert. All right. Let's go back to this exercise because we have a lot to learn from this. So, und jetzt nochmal zurück zu dieser Übung, weil wir haben eine Menge zu lernen daraus. We're going to stay with our eyes closed for a little bit longer, Wir okay? lassen unsere Augen jetzt mal noch etwas länger geschlossen, ja? Okay. Let's close our eyes. Okay, schließen wir also die Augen. Pay attention to what you're thinking. Achten Sie auf das, was Sie denken. And now, Und jetzt ask yourself this question fragen Sie sich Folgendes. and wait and watch to see what happens after you ask. Und warten Sie ab, beobachten Sie, was geschieht, nachdem Sie die Frage gestellt haben. What will my next thought smell like? Wie werden meine nächsten Gedanken riechen? Ask yourselves, Fragen Sie sich, what color will my next thought be? welche Farbe wird mein nächster Gedanke haben? Ask, Fragen Sie, how long till my next thought appears? wie lange dauert es, bis mein nächster Gedanke auftaucht? Ask, Fragen Sie, what shape will my next thought take? welche Form wird mein nächster Gedanke annehmen? Ask, Fragen Sie, what will my next thought feel like? wie wird sich mein nächster Gedanke anfühlen? Ask, Fragen Sie, what was And when you feel comfortable, slowly open your eyes. und
Und wenn Sie sich wohlfühlen damit, dann öffnen Sie langsam wieder die Augen. Did you have a little bit more recognition of the gap between thoughts? Haben Sie jetzt die Lücke zwischen den Gedanken etwas mehr erkennen können noch? Yeah, yeah. How many people are feeling more relaxed in the body now? Wie viele fühlen sich jetzt entspannter in ihrem Körper And in the mind peaceful? und friedvoll im Geist? Now wait a minute. Wait a minute. Jetzt warten Sie mal einen Moment. We didn't say that this was going to be a technique for relaxation and peace. Wir haben ja nicht gesagt, dass das eine Technik sein würde, mit der man Entspannung und Frieden erreicht. We simply asked ourselves a question and then paid attention to see what would happen, didn't we? Wir haben uns doch einfach nur eine Frage gestellt, um zu beobachten, was dann geschieht, oder? But automatically Aber we automatisch started to settle down and feel peace. sind wir dabei zur Ruhe gekommen und haben Frieden erlebt. We'll come back to that. Darauf kommen wir noch einmal zurück. You were aware of the gap between thinking, yeah? Sie haben also die Lücke zwischen den Gedanken wahrgenommen, ja? A little space, could be big one, could be little one, yeah? So ein kleiner Zwischenraum, sei es ein kleiner oder ein großer, ja? Good, 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 good. Now, you like that? Good, good, good. Now, Und jetzt what was in that space? meine Frage, was war in diesem Raum? Your turn to work, I'm done. Okay, die Arbeit geht an Sie, ich bin durch. Huh? Nothing, silence, nichts, Stille. Nothing. Nichts. Nothing? Nichts? Yes, yes, yes. I know nothing. Ja, nichts kenne ich schon. Everything, somebody's saying? Alles? Everything, like animals, like Noah's Ark and light and flowers and stuff, everything. Alles wie Tiere und die Arche Noah und Licht und Blumen und alles so in die Richtung? Let's work with the answer nothing. That's simpler for now. Okay, greifen wir fürs erste Mal die Antwort nichts auf. Die ist erstmal simpler. Nothing was there. Nichts war da. No thoughts. Keine Gedanken. Now, if you believe that you are your thoughts, So, wenn Sie jetzt glauben, Sie seien Ihre Gedanken, what happened to you when the thoughts went away? was ist dann geworden aus Ihnen in dem Moment, wo die Gedanken weg waren? Did you disappear? Sind Sie da verschwunden? Did you go into a coma? Sind Sie in ein Koma gefallen? Did you go to Berlin? Sind Sie nach Berlin gegangen? No. But you were still there, yes? Sie waren immer noch da. The Ja? thoughts stopped, but you were still there. You didn't go anywhere. Das Denken hat aufgehört, aber Sie waren noch da. Sie sind nirgendwohin weggewandert. What was there? Was war da? Pure Consciousness. I would like to say pure awareness, Ich würde sagen, gerne reines Gewahrsein, just to keep from being nur um die confused. Begriffe nicht miteinander zu vermischen. But you're right. Aber Sie haben recht. We were still awake, still aware, but there was nothing going on in the mind. Wir waren immer noch wach, wir haben immer noch bewusst wahrgenommen und dennoch spielte sich nichts in unserem Geist ab. And guess what? Und wissen Sie was? That feels good, doesn't it? Das fühlt sich gut an, oder? When the mind shuts off finally, Wenn im Kopf endlich dicht gemacht wird, it feels good. der Geist abgeschaltet wird, fühlt sich das gut an. So what do we learn? Was We haben wir learn, also gelernt? we learned that we are not our thoughts. Wir haben gelernt, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Thoughts are what we have going on. It's an activity. It's a vibration in the mind, right? Gedanken, das ist eine Aktivität, das ist eine Schwingung in unserem Geist, ja? This is what I call the mental model or the mind. Und das bezeichne ich als das mentale Modell oder den Geist. And when the mind is going from thing, from the flowers to the podium to the chart, Und wenn wir geistig von einem zum anderen springen, von der Blume zum Podium zur Tafel,
it's very active and it takes a lot of energy. dann ist er sehr aktiv und braucht jede Menge Energie. And if that's how we live our whole life, Und wenn wir unser ganzes Leben so leben, then we go from thing to thing, burning up a lot of energy, and we kind of burn out quicker. dann springen wir wirklich von einem zum anderen, verbrennen jede Menge Energie und brennen schneller aus. I told you that every one of you has all the equipment you need to experience pure awareness. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie alle ausgestattet sind mit allem, was Sie brauchen, um reines Gewahrsein zu erfahren. You just haven't been doing it. Sie haben das nur nicht eingesetzt. I'm going to show you how today. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen heute. But first, a little more of my Picasso-like drawings. Aber zunächst mal noch ein weiteres Picasso-Kunstwerk von mir. Pure awareness. Reines Bewusstsein. Implicate order. Reines Gewahrsein. Implizite Ordnung. I'm going to borrow, because it's a good illustration, a chart from the Transcendental Meditation people called the bubble diagram. Und ich werde jetzt mal mir ein Diagramm ausborgen von den Leuten mit der transzendentalen Meditation, das Blasendiagramm. Thoughts come like chairs, Gedanken stellen sich ein wie Stühle and molecules and atoms and subatomic particles. und Moleküle und Atome und subatomare Teilchen. Thoughts come from pure awareness. Sie stellen sich an und kommen aus dem reinen Gewahrsein. That's what physics tells us. So erfahren wir es aus der Physik. When we become aware of a thought, I call that the conscious level or common consciousness. Und wenn wir uns eines Gedankens gewahr werden, dann spreche ich von der bewussten Ebene oder dem alltäglichen Bewusstsein. So what did we just do? We just came in here into the hall talking and thinking in many different directions. Was haben wir also gerade gemacht? Wir sind hier reingekommen in diese Halle und haben geredet und in alle möglichen Richtungen gedacht. And we started our inward trek Und dann haben wir angefangen, den Weg nach innen zu folgen, to refine our thinking and then eliminate it in pure awareness. um unser Denken zu verfeinern. Und schließlich ist alles ausgeschaltet worden und es blieb nur noch das reine Gewahrsein. And we found out that feels good. Und dann haben wir herausgefunden, das fühlt sich ja gut an. If we have another thought in life, Wenn wir jetzt noch einen anderen Gedanken im Leben haben, uncommon consciousness, we go from thought to thought to thought, and then we die. im alltäglichen Bewusstsein springen wir von einem Gedanken zum nächsten. Das geht immer so weiter, bis wir sterben. But if we take our awareness in Aber wenn wir unser Gewahrsein nach innen wenden and experience pure awareness, und reines Gewahrsein erfahren, we experience the change in our lives from the unchanging part of our lives, pure awareness. erfahren wir Veränderungen in unserem Leben, ausgehend von dem unveränderlichen And Teil, we dem find- reinen Gewahrsein. And we find out that we can feel good even while we're in activity. Und dann stellen wir fest, dass wir uns durchaus gut fühlen, selbst wenn wir Aktivitäten nachgehen. That's what we call the process of quantum entrainment. Und das bezeichnen wir als den Prozess der Quantenverschränkung. Quantum entrainment takes us into pure awareness, Quantenverschränkung führt uns in das reine Gewahrsein, takes the conscious level of the mind and brings it down to the level of pure awareness, nimmt die bewusste Ebene des Geistes und bringt sie herunter zum reinen Gewahrsein, and then holds it there, allows it to be there innocently, hält es dann dort, erlaubt ihm ganz unschuldig dort zu verweilen, without effort. anstrengungslos. All right, so you got my chart now. So, jetzt haben Sie meine Grafik gekriegt. I have to say that each thought here Ich muss and sagen, here, jeder Gedanke hier und da, between is that gap. und der ist getrennt von dem jeweils nächsten durch diese Lücke. Okay? Ja? Okay? Das ist gut? No, ist das gut? Ja, okay. Lady on horse. Dame auf dem Pferd. Time to go back to work. So, wieder Zeit, an die Arbeit zu gehen. Now we're going to keep our eyes closed for a little bit longer time. Diesmal werden wir die Augen etwas länger geschlossen lassen.
So, let's close our eyes. Okay, schließen wir also die Augen. Now, become aware of what you are thinking. Und jetzt werden Sie sich gewahr, was Sie gerade denken. Don't interfere, just innocently watch what's going on the screen of your mind. Schalten Sie sich nicht ein, sondern beobachten Sie einfach nur ganz unschuldig, was da über den Bildschirm Ihres Geistes flimmert. Okay. Just continue to watch the screen of your mind. Okay, beobachten Sie einfach weiter den Monitor Ihres Geistes. Now, Und jetzt I want you to become more aware of what you are thinking. möchte ich, dass Sie sich noch stärker gewahr werden, was Sie denken. Watch it. Watch what's going on in your mind, as Tolle says. Beobachten Sie das, was sich abspielt in Ihrem Geist, wie Tolle sagt, Like a cat watching a mouse hole. wie eine Katze, die ein Mäuseloch belauert. Just watching to see what happens. Beobachten Sie einfach und schauen Sie, was sich da tut. And let's open our eyes. Und öffnen wir die Augen wieder. What happened when you watched your thoughts with attention? Was ist passiert, als Sie mit Aufmerksamkeit Ihre Gedanken beobachtet haben? Sie wurden langsamer. They became slower. They became slower and fainter. Sie wurden langsamer und sind verblasst. If you want to stop thinking, watch it. Wenn Sie aufhören wollen mit dem Denken, dann gucken Sie genau hin. Anybody notice that the thoughts stopped Ist again? jemandem aufgefallen, dass die Gedanken wieder aufgehört haben? Yeah. What happened? Was ist No passiert? thinking. Kein Denken. All those years looking at the candle, breathing. All diese Jahre auf die Kerzenflamme achten, atmen. All you had to do is get out of the way and watch your thoughts and they go away. Sie mussten lediglich aus dem Weg gehen, ihre eigenen Gedanken beobachten und weg waren sie. They don't like you looking in on them. Die mögen das nicht, wenn Sie sie zu eingehend unter die Lupe nehmen. There's a reason for that, but we won't have time to explore that. We do that in the workshops. Das hat auch seinen Grund, aber darauf werden wir nicht näher eingehen können. Das machen wir in den Workshops. But I'm not done with you yet. You got to go back to work, okay? Aber ich bin noch nicht durch mit Ihnen. Sie müssen noch mal an die Arbeit, okay? Let's close our eyes. Schließen wir die Augen. Watch your thoughts Beobachten Sie Ihre Gedanken with innocent attention. mit unschuldiger Aufmerksamkeit. The thoughts may become very faint or disappear. Die Gedanken verblassen vielleicht ganz stark oder verschwinden. Your job is still the same, Ihre Aufgabe bleibt die gleiche, to simply watch what is happening. nämlich einfach zu beobachten, was da geschieht. And when the thoughts go away, continue to watch, Und wenn die Gedanken weggehen, dann schauen Sie weiterhin. like a cat watching a mouse hole. Wie eine Katze, die das Mauseloch bewacht. And you will notice that there is some good feeling when you just watch. Und Sie werden merken, dass da ein gutes Gefühl mit verbunden ist, einfach nur zu beobachten. You might notice some stillness or some joy or peace. Vielleicht nehmen Sie eine Stille wahr oder eine Freude, einen Frieden, Silence, compassion, bliss. Stille, Mitgefühl, Seligkeit. You may be feeling universal love. Vielleicht empfinden Sie die universelle Liebe. Whatever is there, Was auch da sein mag, simply watch it with attention. beobachten Sie es einfach aufmerksam.